Hallo, ich bin Sabrina Ritz. Herzlich willkommen bei Ritz Edelmetalle. Wenn du dieses Video siehst, dann hast du vermutlich etwas Wichtiges vor. Du möchtest Vermögen nicht einfach anlegen, sondern bewahren. Und du möchtest Substanz, Klarheit und eine Lösung, die auch jahrelang trägt, auch wenn draußen unruhige Zeiten sind. Also bevor ich dir zeige, wie ich arbeite, möchte ich dir kurz erzählen, wie ich überhaupt zu den Edelmetallen gekommen bin. Denn genau daraus ist mein heutiges Konzept entstanden. Ich komme ja ursprünglich aus der Finanzwelt. Nach meiner Banklehre und dem BWL-Studium war ich ungefähr 23 Jahre lang im Immobilienbereich selbstständig tätig, davon 15 Jahre in Spanien. Eigentlich bin ich mein ganzes Leben lang selbstständig. Schon während des Studiums hatte ich mich selbstständig gemacht. Ich weiß also sehr genau, wie es sich anfühlt, wenn man Verantwortung trägt und Entscheidungen nicht dem Zufall überlassen möchte. Irgendwann kam dann wie bei vielen der Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie kann ich eigentlich investieren, so dass ich nicht auf ein Versprechen vertrauen muss. Ich wollte ein Investment, das real, verständlich und unabhängig ist. Also begann ich zu recherchieren, ich habe mich eingelesen, verglichen, kritisch nachgefragt und schließlich bekam ich einen Ansprechpartner mit einer Edelmetallfirma. Und jetzt wird's interessant. Dieser Ansprechpartner war sehr freundlich und jung, aber er war auch ziemlich neu in dem Bereich. Das merkte ich schnell, weil er viele meiner Fragen einfach nicht beantworten konnte. Er sagte dann oft so etwas wie, das kläre ich noch ab und ging zu seinen Chefs, kam zurück und gab mir die Antwort weiter, die ihm seine Chefs gegeben hatten. Und irgendwann passierte etwas, womit ich so überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Seine Chefs wollten mich kennenlernen. Und ich dachte mir nur, warum? Ich wollte ja eigentlich nur investieren und nicht Teil des Unternehmens werden. Aber schließlich kam es dann zu einem Treffen und dort fragten sie mich, ob ich nicht zu einem Vortrag kommen möchte. Ich ging dahin und dieser Abend war rückblickend der Beginn einer oder meiner Berufung. Denn ich merkte, Edelmetalle sind nicht einfach nur Gold kaufen, es geht um Zugriff, Eigentum, Lagerlogik, Abwicklung, Kostenstrukturen und darum, ob man die Dinge wirklich versteht, bevor man entscheidet. Ich machte also die Ausbildung zur Edelmetallkauffrau und je tiefer ich einstieg, desto klarer wurde mir ein Punkt. In dieser Branche gibt es großartige Anbieter, aber es gibt leider auch sehr viel Intransparenz. Und dann kam der Moment, der mein Konzept geprägt hat. Also die Firma, bei der ich ursprünglich investieren wollte, konnte oder wollte meine kritischen Fragen nicht beantworten. Für mich war also klar, ich möchte investieren, aber ich brauchte Vergleiche und vor allen Dingen Beweise statt Behauptungen. Also begann ich weitere Firmen aufzusuchen. Ich stellte Fragen, ich ließ mir Strukturen erklären, ich prüfte Bedingungen, ich verglich sehr konsequent. Und ganz ehrlich gesagt war das sehr, sehr zeitintensiv und manchmal auch nervenaufreibend. Aber ich fand dabei etwas Entscheidendes heraus. Ich habe viele Firmen entdeckt, die wirklich gute Angebote haben, aber ich habe keine einzige Firma gefunden, bei der alles perfekt war. Bis heute gibt es nicht die eine Firma, die für jeden Kunden perfekt ist. Und genau daraus entstand mein Businesskonzept. Für mein eigenes Investment hatte ich ja angefangen zu streuen. Nicht nur über Metalle, sondern auch über Anbieter und Vertragsmodelle. Ich habe mich entschieden, mich nicht nur mit einer Firma zu verheiraten, denn jede Firma hat unterschiedliche Stärken, aber eben auch ihre Grenzen. Und was für den einen Kunden ideal ist, kann für den nächsten schlichtweg völlig unpassend sein. Heute arbeite ich mit über 20 Partnerfirmen zusammen. Das ergibt so ein Potpourri von über 170 Vertragsarten. Aber nicht, weil ich Komplexität liebe, sondern weil Menschen unterschiedlich sind. Andere Ziele haben, andere Beträge, andere Sicherheitsbedürfnisse, andere Zeithorizonte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, und was kostet das bei mir? Die Antwort ist einfach und für viele völlig überraschend. Für dich entstehen dafür keine zusätzlichen Kosten. Weder für die Strategiesession noch für die Begleitung danach. Weil während die Investition besteht, begleite ich dich über den ganzen Zeitraum. Also das fängt an beim Konten eröffnen, aber auch die Fragen, die du zwischendurch hast, Formulare einreichen, Vollmachten erstellen, solche Dinge. Du kannst es dir ein Stück so weit vorstellen wie so eine Art Versicherungsmakler. Du zahlst ja auch nicht obendrauf, sondern ich sorge einfach dafür, dass du besser informiert bist, besser begleitet wirst und auch vor allen Dingen dich selber besser positionierst. Und dann schließt sich häufig die nächste Frage an.
Warum solltest du zu mir kommen und nicht direkt zu den Firmen gehen? Das kann man ganz einfach beantworten, weil der Unterschied selten im Prospekt steht, sondern das ist immer im Prozess. Wenn du direkt zu einer Firma gehst, dann hast du keinen festen Ansprechpartner meistens. Du bekommst ein Ticket und wartest und nach Tagen bekommst du dann eine E-Mail. Und wenn du nachhakst, beginnt der Prozess von vorne. Du bekommst einen neuen Ansprechpartner, ein neues Ticket und so weiter. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich diese Wege selbst schon gegangen bin. Bei mir hast du jemanden, der sich durchgehend um dich kümmert, dich begleitet und ja, auch per WhatsApp erreichbar ist und wenn mal was Dringendes ist, auch am Wochenende oder außerhalb der Bürozeiten. Und ein weiterer Punkt, durch meine Beziehungen und die Zusammenarbeit mit vielen Firmen und durch die Bündelung von Kunden kann ich in vielen Fällen die Konditionen verbessern oder dir Vertragsmodelle zeigen, die du sonst gar nicht gefunden hättest. Als Endkunde ist das schier unmöglich, solche Modelle zu finden. Und jetzt kommt sozusagen der ehrlichste Teil. Du könntest dich ja fragen, warum macht sie sich denn die ganze Arbeit? Denn ja, wenn man mit einer Firma arbeitet, dann würde ich ja nur vielleicht einmal im Jahr zu einer Schulung gehen müssen und nicht zu so vielen. Ein Produkt, eine Story, keine Vergleiche, kein Rechnen, kein Abwägen. Aber ich stehe sozusagen für Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit. Denn es gibt nicht diese eine beste Lösung, die auf alle Menschen passt. Und ich kann ja nur sinnvoll beraten, wenn ich innerlich auch sicher bin, dass ich wirklich die passende Lösung für meinen Gegenüber gefunden habe. Und wenn ich ausschließlich für eine Firma arbeite, dann muss ich ja sagen, dass alles von meiner Firma toll ist. Aber so habe ich die Möglichkeit, wirklich darauf hinzuweisen, welche Firma für meinen Gegenüber am besten passt. Und dafür stehe ich. Ich würde ja selber nicht wollen, dass jemand anderes mir unbedingt von einer Firma was aufschwatzt, obwohl es bei der anderen Firma für mich besser wäre. Und es gibt noch ein anderes Kriterium, was für mich nicht verhandelbar ist. Also ich arbeite nur mit Firmen, wo du Eigentum bekommst, also wo dein Eigentum klar geregelt ist, also dass das ein Sondereigentumsrecht ist und wo die Metalle also wirklich vorhanden sind. Also ich möchte nicht, dass irgendetwas passiert. Also Eigentum muss juristisch und praktisch sauber für dich geregelt sein. Es muss also auch schriftlich dargelegt werden, nicht nur gefühlt. Damit das alles im Alltag auch wirklich reibungslos funktioniert, arbeiten wir als kleines, eingespieltes Team. Meine Tochter Stella unterstützt mich im Hintergrund. Sie stellt sich gleich selber persönlich kurz vor. Hallo, ich bin Stella Ritz, die Tochter von Sabrina Ritz. Ich unterstütze meine Mutter im Hintergrund, vor allem bei technischen Themen und der Organisation. So bist du optimal vorbereitet und ihr könnt eure gemeinsame Zeit wirklich effektiv nutzen. Für alle Themen rund um physische Metalle bist du bei meiner Mutter bestens aufgehoben. Wenn du bereits Kunde bist, findest du auf allen Social-Media-Kanälen Erklärungen und Einordnungen mit wichtigen Schritten, damit du jederzeit weißt, wo du stehst und vielleicht auch, wo du hin willst. Wenn du es bis hierher geschafft hast, empfehle ich dir, starte mit dem Video, was ich nicht auf YouTube teile oder auf anderen Plattformen. Und wenn du danach spürst oder denkst, ich möchte meine Situation einmal wirklich strukturiert sortieren, dann findest du dort auch einen direkten Weg zur Strategie-Session. Vielleicht sprechen wir uns ja schon bald im 1:1 Gespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen.